Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute Technik. Hinter mir die SWT 174. Natürlich wieder eine BMW. Jo. Ja, der Reinhard, schon ein älteres Semester. Ich hoffe, dass wir den nachher noch mit reinbringen. Der könnte genau dann kommen. Der hat sich da so eine schöne Enduro verwirklicht. Wir waren nur beim Rolling Chassis beteiligt. Wir haben ihm das Fahrwerk vermacht und wir haben ihm etliche Bilder von unserem Rahmenheck gegeben, wie man das lösen kann. Seine Lösung ist die bessere Lösung als meine, muss ich ehrlich zugeben. Was aber auch nicht schwer ist, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn man was nachmacht, kann man es immer besser machen, als wenn man es neu erfinden muss. Er hat es schön mit den Stangen gemacht, vor allem hat er die Auspuffhalterung gleich integriert und er hat hier lobenswerterweise noch richtig Platz geschaffen. Schaut mal da rein. Wow. Und wer dieses Video jetzt sieht, ich glaube in 4 Monaten hat dann der Michael endlich sein Moped fertig und dann sieht man noch eine bessere Version, weil wir können ja auch abkupfern vom Abkupfern und das ist geil. Es wird halt dann immer besser und deswegen würde ich auch sagen, dass die ersten SWT-Modelle, was waren jetzt, dass die ersten SWT-Modelle natürlich nicht so gut sind, wie das, was wir heute liefern, weil halt alles standardisiert ist. Ich gehe mal auf das Bike ein. Wir fangen von vorne nach hinten an. Wide Power Upside Down Gabel. Die Gabel ist oben durchgeschoben. Der Reinhard ist nicht der größte. Hier der UFO Vorderradkotflügel 1013 heißt der, in Verbindung mit der Original Pro Dose. Finde ich, kommt echt klassisch von vorne. Passt ganz gut, ne? Was hier ein totales Problem ist da ranzukommen. Die Schrauben von der Pro-Dose werden komplett abgedeckt von der Gabelbrücke. Also muss man da mit diesen Nutzeln arbeiten. Das hat er da gemacht. Gehen wir bitte her. Sieht man ganz gut, dass man da rankommt. Das Problem ist einfach, das ist jetzt hier. Solange das Ding nicht richtig im Offroad gefahren wird, ist das überhaupt keine Sache. Aber wenn man im Offroad fährt, was passiert dann, Johannes? Dann werden die Reifen dreckig. Dann fällt die Pro-Dose runter. Achso. Das ist blöd. Ja, Vorderrad 1,6 x 18 mit dem Heidenau Scout K60. Haben wir aktuell wieder ein Problem laufen. Ein Kunden, der überhaupt nicht damit fahren kann. Ja, das ist halt jetzt schwierig. Ich komme damit super klar. Offiziell bräuchte der jetzt eigentlich eine breitere Felge dafür. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, das Ding fährt sich, müsst ihr ja jetzt im Video sehen. Hier Galfer Vorderradbremsanlage mit Behringer Bremszange, also das ist dann schon High-End. Da merkst du dann auch, wenn du oben ziehst, dass sich unten was bewegt. Im Wald war das jetzt ein wenig hart, weil der Reifen schon mehr für die Straße gedacht ist und weil das Bremsmoment dann echt hart ist. Verstärkter Rahmen, Ölkühler, Seitenständer vom Motoren Israel, Schalthebel, das war das Produkt, das wir früher mal vom Siebenrock im Programm gehabt haben, unsere tiefer gelegten Fußrasten. Für Power sorgt die SGS2 Anlage, die wahrscheinlich dann schon gebraucht vom Vorprojekt war. Was nicht so gut ist, muss ich den Kunden auch nachher bei der Übergabe sagen, ist der Luftfilter. Wenn man da jetzt mal näher drauf geht, sieht man, dass diese K&N, DNA und wie auch immer sie heißen, dass die alle echt scheiße sitzen. Ne? Und wenn man die drückt, dann ziehen die da Falschluft und das ist für so ein Motor richtig dreckig. Ja, Tank. Design ist immer im Auge des Betrachters. Meines Erachtens wäre hier der G-S-Tank schöner gewesen. Es ist geil, aber wir gehen hier ein wenig von rund auf eckig. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich glaube, dass er besser kommt. Aber das ist einfach nur mal Philosophie und am Ende muss es um Reinhard passen. Und ihr könnt gerne darunter schreiben, wie es euch gefällt. Hinten die 18 Zoll Umbauschwinge mit unserer Radnabe, die ja wirklich schön leicht ist. Da fehlt das Emblem noch, das müssen wir noch reinstopfen. Oh je, da hat jemand Gras gemäht.
Und hinten ist es die Braking-Bremsscheibe. Jo, was er gut gelöst hat ist, im Motorsportbereich gibt es ja diese Sporthex Beta 449 oder so ist es. Und da würde ein normales Nummernschild so stehen. Und der Rainer hat das echt sauber gelöst, da hat es erwärmt und nach unten gebogen. Und so kann man auch TÜV-konform mit dem Nummernschild fahren. Wie das natürlich in der Praxis ist, mit dem Halten weiß ich nicht, vielleicht muss er das ein oder andere Alu-Verstärkerle noch neu basteln. Aber das sieht man dann einfach, wenn das Ding wirklich auf der Straße fährt. Ja, Federweg. Wollte ja jemand mehr Technik von mir, ist in dem Fall jetzt sinnlos, weil das Motorrad einfach tiefer ist. Die haben wir abgespeckt. Wir bauen Customizing für die Kunden. Das heißt, der Kunde sagt uns, was er haben will und wir versuchen, seinen Traum zu verwirklichen. Und wenn jemand nicht groß ist, dann müssen wir das Motorrad auch so gestalten. Die Hinteransicht ist doch geil, oder? Voll. Und wenn man da schaut, 140er Reifen und da passt die fette Hand noch rein. Ne? So wollen wir es doch ab. Federbein hinten halber Pro, vorne White Power Gabel, falls ich es noch nicht gesagt habe. Einfach geiles Motorrad. Das ist ein alter AX2 Lenker, die hat es mal eine Zeit lang mit der Strebe gegeben, auch beim Touradech, aber die sind leider vom Markt genommen und die haben vor kurzem noch mal neue Gutachten gemacht. Vielleicht haben wir Glück und die legen sie wieder auf. Wir ersetzen das also momentan einfach mit WRP-Lenkern aus Italien. Der WRP unterscheidet sich nur in den Abmaßen in der Breite, der ist ein Tick schmäler und hat einen ganz leicht abgeänderten Winkel, damit sie halt mit diesen Geschmacksmustern kein Problem haben. Was ich voll cool finde, ist, dass er die Farben überall aufgegriffen hat. Also rot, rot, rot und hier. Und wenn ich das eher gewusst hätte, wir haben den Gummi auch in rot, hätten wir dem ihm auch noch geben. Den kriegt er nachher überreicht. Was hier ein wenig blöd war, da hat die Rückholfeder gefehlt und deswegen hat die Scheibe am Anfang ein wenig Farbe bekommen. Das ist einfach geiles Moped, ne? So, neben mir habe ich den Reinhard stehen, der Besitzer des Motorrades, dem stelle ich jetzt ein paar Fragen. Ne? Wie alt bist du? Das ist voll mies, muss ne? ich mir überlegen. Ich glaube, ich werde jetzt 67. 67. Ja. Die wievielte BMW ist das, die du besitzt? Also jetzt von der, nicht wie viele daheim stehen hast, sondern hast du schon mehr so Die Dinge? erste habe ich mit 19 gekauft, eine R75.5 Ja. mit dem R90S Motor und mit Lotus auch drauf und so. Und dann habe ich vor 5 Jahren die zweite aufgebaut, dann noch eine, auch mit so einem wilden Rahmen mit dem 1100er Motor und dann diese hier, also die vierte. Der wilde Rahmen vom 1100er Motor ist auch immer so halb an uns vorbeigegangen. Aber das bringt nichts, die braucht man nicht in Serie aufzulegen. Das ist. Ja, weil es jetzt ja die R9T gibt, Ja, dann genau. hat sich erledigt gehabt. Ja. Das war eine Idee und ich glaube 3 Rahmen waren es, 3 oder 4 und ist auch schwierig mit der Zulassung. Ja, mit 67 hast du jetzt Zeit, oder? Ja, kann man sagen. Was hast du vor mit dem Motorrad? So ein bisschen Enduro wandern, auf dem Anhänger mit nach Spanien nehmen, da so in eine Hast du noch Platz Berge auf dem rumfahren. Ja, ich nehme mal nur eine mit und Fahrräder. Das Frau habe ich mit kann. Spanien, wo in Spanien? Schön Andalusien. Ah, Andalusien, Tarifa, da unten die Ecke. Da fahre ich schon jahrelang hin und dann auch früher mit KTMs und so. Ne? Haben wir viel Motorrad. Die haben mal alle nicht gehalten, ne? Doch, ich hatte 525, die hat gehalten. Echt? Die Ja. 25er Baujahr 2000. Ja. Das ist die gute, Und ich ja. hatte die erste Die ist echt in gut. der Gegend bei uns als Supermoto-Umbau. Hm? Haben sie alle gesagt, das Getriebe hält das nicht aus und so. Was rein. Nee, und das danach war- kam das erst mit Supermoto. 99, 2000 waren die Baujahre, mit denen sie sich wieder gesund gemacht haben. Ja. Und danach dürfen wir nichts sagen, sonst kriegt man Ärger. Er ist so wirklich, musst du voll aufpassen. Ja, da hast du dir echt was verwirklicht. Wie lange hast du daran gebastelt? Ja, war jetzt also über den Winter im Prinzip. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit habe ich, glaube ich, den Rahmen geholt. Und so immer wenn ich Lust hatte. Da ich keine geheizte Garage habe, ist es immer ein bisschen blöd. Ne? Man verliert dann auch die Lust. Aber ich habe ja keinen Druck gehabt. Und die Anreize, wie du das umbaust, hast du ja aufs Netz geholt oder hast du da schon vorher ein Ja, Bild da habe ich gehabt? bei dir auf der Seite geguckt. Da war ja eine, die war ähnlich umgebaut. Hm?
Komischerweise wurde die zu der Zeit auch verkauft. Ja, ja. Ja, ich hätte vielleicht sogar die gekauft, wenn ich das gewusst hätte. Den Motor, wer hat den in der Hand gehabt? Das weiß ich nicht. Ich Weißt du? habe eine komplette GS gekauft Hm. und die anderen Teile habe ich noch. Wenn du was brauchst, muss ich sagen. Also der drückt richtig, der Motor, der macht richtig Spaß. Und der kommt auch nicht zu Gral. Also lässt sich sauber fahren. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe auf der anderen habe ich die Lotto-Vergaser drauf. Die Abstimmung passt nicht so gut wie bei Du dieser. Lottos und dann die Arme, ne? Oh, Ja, du kommst dir vor, als wärst du alter Mann dann plötzlich. bin ich ja, aber ist egal. Bei dir ist es dann Echtzeit, aber bei mir ist es scheiße, ne? Ja, ja. So mies. Ist so. Ich bin so ein Arschloch. Ich kann nichts dazu. Deswegen habe ich überlegt, aber gerade vorher sehe ich ja, da sind Mikunis drauf. Ne? Wie lassen sich die fahren? Tut auch weh. Beschissen. Ja, Tut auch weh. na, dann will ich das. Dann Nee, das, also, und dann kommt da noch von dem Tuner, dem örtlichen Tuner, sagt er, die Mikunis dann bitte nur als Schiebervergaser, ne? ja. Weil dann sind sie noch besser, aber die sind noch schwerer zu bedienen als Rollen. Also aufhören, eigentlich funktioniert das Bing-Zeug, aber ich weiß nicht, wie lange es die noch gibt. Ja, ich habe doberweise meine anderen verkauft bei eBay. Weil die sind ja nicht unendlich hergestellt worden. Ne? Hm. Irgendwann ist dann mal Feierabend. Ich würde gerne eine Einspritzanlage machen, aber die Firma PVL, die gibt da nicht so richtig Gas. Das wäre eigentlich cool, wenn wir so sagen könnten, wir haben eine saubere Einspritzanlage, wir haben eine saubere Zündung, wir sparen den Sprit und wir können dann sagen, wir haben so ein Motorrad restauriert und damit die Umwelt geschützt. Wäre geil, ne? Ja, da gibt es auch vom Flugzeugbau gibt's auch welche. Ja, da gibt es auch diesen Typen da, der da auch Zündungen herstellt, Ja. aber der ist halt der Vollkomiker. Ne? Ich meine, der Ja. erwähnt mich ja sogar auf seiner Seite, sowas habe ich noch nie gehört. Aha. Anstatt mal mit mir zu telefonieren, schreibt er irgendeinen Bullshit. Ne? Ja, kann man nicht Ja, helfen. so frei programmierbar, das wäre nicht schlecht. Ja, das wäre eine saubere Sache, könnte man echt was machen, wegen Sensoren und einer Luftfüller. Also wenn jemand da Ahnung hat und will mir da helfen, der kann sich da gern melden. Ne? Das finde ich auch geil, wie du das gelöst hast da unten. Ne? Ja, das war doch deine Idee. Ja, nee, auch dieses Fach und so, das hast du echt sauber gemacht. Ne? Aber die Idee ist genial. Einfach mit dem warm gemacht runtergebrochen. Weil sonst ist es ja. Ja. Die Gradzahl muss ja passen. Und da sind die bei uns ganz wild hinterher. Da gibt es ja so Soko von der Polizei, Soko Krat und so. Ja. Aber ich höre immer von den Italienern, dass es da unten noch viel schlimmer ist als bei uns. Wann geht's los? Jetzt erstmal, vielleicht noch mal nach Österreich, da weiß ich noch nicht. Mal gucken, jetzt erstmal anmelden. Und dann bedanke ich mich für den Auftrag. War echt toll mit dir. Macht Spaß und du hast ein super Produkt auf die Beine gestellt. Ja, ist geil. So, und wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Wir haben noch zu wenig Abonnenten. Abonniert unseren Kanal, da werdet ihr laufend auf dem Laufenden gehalten. Und wer den ganzen Scheiß unterstützen will, der kann Mitglied werden. Dann noch einiges zur Vermeldung. Wir haben in Berlin einen Stand. Besucht besucht uns bei den BMW Motorrad Days 100 Jahre BMW in Berlin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad von SWD Wo ist Sports. denn der Stand? Weiß ich nicht. Findet man den? Ich finde, es sind ganz wenig Leute nur noch dort. Okay. Deswegen In der ist- Messe in Berlin ist es, ne? Ja. Okay. Okay. Hast du heute schon Zähne geputzt? Vorhin. Aber die sind immer noch krumm, ne? Das schaut so gelb aus. Ja, das ist normal. Kaffeekonsum wegen Zurückschrauben. Ja. Was man jetzt so schon richtig schön sieht, ist die Adaption der Sitzbank. Und das ist richtig geil. Also da hat sich einer ganz viel Mühe gegeben. Die Spalte, das passt alles top. Ne? Was passt da drauf? Die Spalte, das passt alles top, aber drauf sitzt möchte Wo- ich auf wo- 100 Jahre. Wo ist, Ja, denn, wohl, das wo ist denn die Spalte? Die Spalte ist, ja. Wo ist die Spalte? Da ist die Spalte. Das ist schon cool gemacht. Ne? Das ist eine coole Spalte. Die White Power Upside-Down Gabel steckt in der SWT Gabelbrücke. Die haben wir speziell für die 48er Gabeln gemacht und wir haben auch immer wieder mal welche für 50er Gabeln, die ich aber nicht empfehle, weil es einfach zu wenig Wartungsersatzteile gibt.
Was ist das eigentlich für ein Motor? 1000 Kubik? Nein, 1070, genau. Da gehen wir zum Motor. 1070 Kubik. Leicht bewegt, ne? Weil ich wollte sie ein wenig gerader einbauen, aber die haben ja oben und unten an der Federaugen, an der Stoßdämpferaugen so Bündel. Wenn ich das eine Ja, eine rumdrehe, Versicherung für die Kamera, das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn du ich unten das, nicht oben. ja, wenn ich das Du musst rumdrehe, nur so machen. So ganz klar, ja. ich mache das so wie Gib du, mal her, wenn wir man wollen an die ins Eier hauen. Positive von der Kamera. Sprechen Sie in dieses Mikrofon.